heute die erste Frage ist über die Galaktische Föderation des Lichts, weil da hast du, Christina, wohl in einem deiner Bücher, da kann ich mich auch noch erinnern, geschrieben, sehr Positives über die Galaktische Föderation geschrieben. Und dann gibt es ja die Bücher von unserem lieben Freund Tyne, Time Bände 1 und 2. Und im zweiten Band wird die Galaktische Föderation nicht ganz so positiv dargestellt. Und da ist jetzt die Frage, wie das aus deiner Sicht aussieht. Also die Galaktische Föderation, das ist ja wie so ein Zusammenschluss von verschiedenen außerirdischen Rassen. Also da sind auch wirklich viele dabei und also nicht von Anfang an, als sie gegründet wurde, das wurde ja mit der Zeit größer. Aber was da halt so das gemeinsam ist von allen, dass sie halt auch was Gutes wollen, auch für die Entwicklung von den verschiedenen anderen Rassen. Also auch für die, die jetzt nicht mit dabei sind bei der Galaktischen Föderation. Und da gibt es ja ganz verschiedene. Also es gibt Rassen, die rein auf der physischen Ebene da sind. Und dann gibt es Rassen, die in den höheren Dimensionen sind. Und es gibt ja auch solche, die ihre Dichte verändern können und dann zwischen den Dimensionen wechseln. Und darum ist die Galaktische Föderation nicht ein Zusammenschluss, der nur in einer Dimension existiert, sondern halt so in mehreren. Und das ist dort ja ganz normal, dass irgendwie verschiedene Rassen zusammen sind und nicht alle direkt aus der gleichen Dimension sind. Das ist dort ja wie Allgemeinwissen, auch wenn es das für uns hier auf der Erde nicht immer ist. Und wenn jetzt wir Menschen zum Beispiel da bei der Galaktischen Föderation auch mit dabei sein möchten, dann brauchen wir ja gewisse Voraussetzungen, dass das überhaupt möglich ist. Also zum Beispiel, dass wir als Menschheit einen Frieden miteinander haben. Das ist ja etwas, was wir gerade nicht haben, weil wir haben ja immer noch Kriege untereinander, obwohl wir ja eigentlich eine Menschheit wären. Und eine von den Voraussetzungen, dass die Menschheit irgendwann bei der Galaktischen Föderation mit dabei sein kann, ist eben der Friede, den wir miteinander haben. Weil die wollen ja keine Rassen, die anderen irgendwie schaden würden. Also es braucht eine gewisse emotionale Reife auch. Und die Galaktische Föderation, die beobachtet ja auch die Menschheit. Also sie bekommt ja mit, wenn wir uns in unserem Bewusstsein verändern, um welche große Dinge bei uns auf der Erde passieren. Und ich meine, inoffiziell gibt es natürlich schon gewisse Ebenen, die Kontakt haben mit der Galaktischen Föderation. Also es gibt natürlich auch die Ebenen, die Kontakt hatten mit Außerirdischen, die nicht so positiv waren, weil nicht alle Außerirdische sind
positiv ausgerichtet, wobei ja viele von denen auch gar nicht mehr hier sind. Aber früher war das ja noch viel mehr. Also da gab es diesen inoffiziellen Kontakt ja schon ganz lange mit halt ganz verschiedenen Rassen, auch zu denen, die nicht so gut sind. Aber die Rassen, die so manipulativ sind, die waren ja auch nie Teil von der Galaktischen Föderation. Und wenn wir Menschen einen Frieden zwischeneinander haben und von unserer Entwicklung her das möglich ist, dann funktioniert eben auch ein offizieller Kontakt. Also, dass man wirklich so offiziell das klar ist, dass wir nicht alleine sind und dass es die gibt. Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was die Frage beantwortet. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, die Galaktische Föderation sei teilweise unterwandert worden. Kannst du da was zu sagen? Also, das Problem ist halt, dass die meisten Leute, die dann von der Galaktischen Föderation reden, dass die halt dann Channeling machen und von dem halte ich halt auch nicht so viel, weil es halt sehr anfällig ist für Fehler und für Manipulation. Und ich denke mir, wenn man da jetzt irgendwie sich anschaut, wer alles glaubt, Kontakt zu haben, dann wird da so viel Falsches darunter sein. Nicht, weil die Menschen an sich das bewusst wissen, sondern einfach, weil sie oft unbewusst auch manipuliert sind. Also, dass sie dann da feinstofflich Kontakt haben mit etwas, was sich einfach nur als etwas ausgibt. Darum finde ich halt Informationen, die einfach vom Channeling herkommen, einfach schon schwierig. Es gibt sicher Leute zwischendurch, die das wirklich können, aber also bei den meisten werde ich halt vorsichtig, auch ganz allgemein zu allen Themen halt. Und ich habe schon den Eindruck, dass die meisten ähm, Informationen darüber von diesen Channelings kommen. Und darum finde ich das halt schon ein bisschen schwierig. Muss ja nicht alles falsch sein, aber ich würde es halt wie einfach nicht zu 100% nehmen. Und ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Galaktische Föderation unterwandert ist. Natürlich hat die auch verschiedene Ebenen. Also die Wesen, die da Mitglied sind, die sind ja nicht alle auf der gleichen Dimension. Es gibt solche, die sind in sehr hohen Dimensionen, wo sie gar keinen physischen Körper haben und andere haben einen physischen Körper. Und da ist es halt wie bei uns Menschen. Die haben auch nicht den vollständigen, hundertprozentigen Durchblick. Mit ziemlicher Sicherheit mehr als wir, aber so dieses hundertprozentige ähm, haben die sicher auch nicht immer, weil sie auch nur ihre Perspektive haben. Auch wenn das natürlich, auch wenn die viel größer ist und die Zusammenhänge viel mehr da sind, aber allwissend sind die ja auch nicht. Ich habe mal gehört, dass es ja auch, du sagst, es sind verschiedene Rassen, und die sind ja auch von unterschiedlichem Bewusstsein und ich glaube, die haben, könnte das sein, dass die auch unterschiedliche
Beweggründe haben, uns zu helfen. Also die einen aus purer Liebe und andere vielleicht auch aus Sorge um größere Strukturen. Also wenn auf der Erde extreme Dinge geschehen würden, würde das auch das ganze Sonnensystem betreffen. Also da geht es auch um Sie. Mhm. Siehst du das auch so? Also wie das jetzt innerhalb der Galaktischen Föderation ist, die haben ja verschiedene Abteilungen. Und wie das jetzt in jeder Abteilung ist, ob die alle die gleiche Absicht haben, warum sie der Erde helfen, das kann ich ja so nicht sagen, weil ich ja nicht irgendwie Einblick da in jede Abteilung habe. Es gibt sicher Außerirdische, die aus verschiedenen Gründen hier sind, aber die müssen ja nicht unbedingt alle zur Galaktischen Föderation gehören. Also es gibt sicher auch Außerirdische, die da nicht dazugehören, die aber trotzdem von ihrer Seite her ein Interesse daran haben, was hier auf der Erde passiert.